Hallo meine Lieben, heute habe ich ein kleines Projekt für euch, wo ich etwas für einen Workshop vorbereite und da mache ich Email-Tassen und ich dachte, ich nehme euch da mit und zeige euch, wie das am besten funktioniert. Was nicht funktioniert, wir werden es auch mit der Cricut Tassenpresse ausprobieren und was ihr machen könnt, wenn es eben nicht gut funktioniert, wie ihr da die Fehler noch korrigieren könnt. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Für die Designs der Tassen habe ich Dateien von Creative Fabrica verwendet. Ich werde euch die unten dann verlinken und ich lade die dann runter und unzippe den Folder oder den Ordner, so heißt es auf Deutsch. Den mache ich einfach auf, damit es ein normaler Ordner ist und dann kann ich hier, und das ist Canva hier, mit dem ich arbeite, kann ich hier über Uploads ganz einfach dann die Dateien hochladen. Na hier, Dateien hochladen, da könnt ihr sagen, wo ihr das haben wollt. Und damit ich weiß, wie groß die Dinge dann sein dürfen, mache ich hier jeweils einfach ein Rechteck rein. Mache das ein bisschen grau und gebe das in den Hintergrund, ganz nach hinten. Und wenn ich dem dann sagen will, wie groß es sein darf, sage ich hier Position. Und da habt ihr die Größe, könnt ihr das Schlösschen zumachen oder aufmachen, je nachdem eben wie groß ihr das braucht. Und dann messe ich mir in der Regel einfach weil bei den Design ist die Breite nicht das Problem, sondern die Höhe. Und dann messe ich mir einfach, wie hoch das sein darf. Bei mir war es jetzt 7,2. Ups. 7,2. So, dann hat das die richtige Größe und dann kann ich die Datei ganz einfach in der Größe verschieben, damit es dann auf die Tasse Platz hat. Und genau gleich habe ich das mit den Sprüchen gemacht. Ich habe hier einfach mehrere Sprüche. Ich habe gesamthaft 19 Tassen gemacht oder mache. Bei der letzten seid ihr tatsächlich auch dabei. Und ja, genauso speichere ich das hier dann einfach und öffne das auf meinem Laptop, damit ich dann das da als PDF, also ich kann dann sagen teilen als PDF, also Download und dann als PDF-Druck. Hier, das wähle ich jeweils aus und dann kann ich das auf meinem MacBook einfach öffnen und das dann über den Print Manager drucken. Also ich verwende den Sorgas Drucker, da habt ihr den Print Manager. Wenn ihr einen anderen Drucker verwendet, verwendet ihr natürlich ein anderes Programm und dann natürlich immer darauf achten, dass es gespiegelt ist. Das ist so das, wie ich die Designs jeweils vorbereite. Was ich dann mache, ist, dass ich die zuschneide, möglichst nahe am Rand entlang, jetzt bei mir, damit ich das, also zumindest überall gleich viel Rand. Unten habe ich es nicht, weil die Tasse ist ja ein bisschen abgerundet und es geht einfach, wenn ich hier nicht zu viel Material habe, was ich der Kante entlang biegen muss. Genau, das und dann habe ich auch auf beiden, und zwar unten. Also ich habe mit dem Geodreieck einfach geguckt, wie lang ist es und wo ist die Mitte. Und da habe ich mir mit dem Bleistift eine Markierung gemacht, und zwar bei beiden. Hilft auch, wenn man die Tendenz hat, Sachen dann verkehrt auf die Tasse aufzubringen. Das passiert dann auch nicht so schnell, weil ich weiß immer, die Markierung ist unten. Weil wenn man 19 Tassen macht, dann können Fehler passieren. Ist einfach so. Genau. Dann Tasse natürlich reinigen. Dann habe ich mir auch was anderes noch angewöhnt. Ich nehme mir jeweils so eine Schneidematte und die Tasse ist 8 cm vom Durchmesser und deshalb lege ich die hier jeweils, also wenn der Henkel auf die Seite geht, lege ich das auf, mal gucken, ob ihr das in einem Winkel seht. Genau, ich lege sie hier zwischen 0 und 8
gucke ich einfach, dass es schön mittig ist. Und dann gucke ich hier, dass der Henkel schön gerade ist. Der sollte jetzt eigentlich schön in die Richtung gucken. Dann habe ich bei allen den Spruch auf der Seite, wo wo Rechtshänder die Tasse halten, da drauf gemacht. Da braucht ihr natürlich hitzeresistentes Klebeband. Und da ich oben werde ich nicht kleben, deshalb mache ich das hier. Mache ich den Kleber bis ganz oben. Und jetzt kann ich die Markierung, weil wir haben ja 0 bis 8, die Hälfte ist 4. Das heißt, ich kann das hier einfach mal auf die 4 legen, die Markierung festhalten. Und dann kann ich es immer noch so ein bisschen nach oben ziehen. Aber ich weiß zumindest, dass das schön mittig angelegt ist. Dann nehme ich den zweiten Kleber, mache den hier schon drauf, dass der einfach hier dran ist. Und jetzt gehe ich wirklich mit Druck hier, streiche ich das Tasse entlang, so dass das wirklich schön satt auf der Tasse liegt. Und hier oben müsst ihr einfach gucken, die Emailtassen haben so, also die kommen ja so gebogen hoch. Und in diese Biegung rein solltet ihr mit dem Papier nicht gehen, weil da bekommt ihr auch keine Hitzeübertragung. Wir werden die Manschette an diesem Rand hier anlegen und nicht hier oben. Also wo nicht mehr liegt, geht die einfach unter die Wölbung. So, und dann mache ich das hier unten auch noch fest. Einfach damit ich dann wirklich ein schönes Ergebnis bekomme. Und hier streiche ich das, weil es über eben die Rundung geht, mache ich das schon mal so ein bisschen, biege ich das hoch. Und jetzt seht ihr, das ist alles so gewellt. Und erst dann drücke ich das quasi von da runter. Jetzt hat es überall natürlich so kleine Falten drin, die streiche ich mit dem Nagel einfach kurz so ein bisschen runter. So, dann sitzt das schon mal. Und für die andere Seite kann ich ja den Henkel hier drüben nicht ausrichten und deshalb habe ich einfach gesagt zwischen 10 und 18, weil dann ist die Hälfte einfach 14. Das passt dann auch wieder wunderbar, damit man das sieht. Dann auch eben hier gehe ich jetzt auf die 14, weil zwischen 10 und 18 ist die Hälfte 14. Das kann ich auch noch ein bisschen hochziehen. So, dann mache ich das auf der einen Seite fest und dann auf der anderen. Und natürlich auch unten. Also wenn ihr hier in die Wölbung geht, da werdet ihr, also wenn der Druck bis ganz unten geht, werdet ihr keinen schönen Abschluss bekommen. Aber meine Designs waren eh alle so, dass es unten wie so ein bisschen ausgefranst ist. Von dem her fand ich, passt das eigentlich wunderbar. So, dann muss noch Backteinpapier ringsum. Und bei den Tassen brauchen wir immer eine Kontertasse, wenn ihr so eine Tassenpresse wie ich verwendet, weil sonst habt ihr die Gefahr, dass das Ganze quasi, also wenn ich die einspanne und hier hinten nichts ist und die Manschette so lang ist, dann macht die irgendwie, dann macht die so. Also sie geht quasi, sie wird oben breiter, weil sie hier mehr zusammen geht, weil hier hinten kein Widerstand ist und dann bekommt ihr hier oben keinen schönen Druck hin. Also deshalb braucht ihr eine Kontertasse, damit hier durchgehend die Fläche, die Manschette quasi Gegendruck hat. Das heißt, ich kann die einschalten, dann zählt sie runter, dann kann ich Mode eben Set 150, Presstemperatur 180 und die Zeit sind 120 Sekunden und so kann ich die vorwärmen lassen. Und wenn sie dann die Standtemperatur von 150 erreicht hat, dann piepst sie dann auch gleich. Und dann kann ich die Opfertasse rausnehmen und die beiden anderen Tassen, eben meine Tasse, die ich pressen will, und die Kontertasse dann reingeben.
Und da schiebe ich jetzt hier diese Tasse so rüber, dass der Rand vorne hier ansteht. Und ich habe natürlich vorher schon geguckt, dass der Druck stimmt. Kurz gucken, dass der Henkel hier richtig liegt. So, und jetzt geht sie erst runter, weil die Tassen natürlich kühler sind als die Manschette. Und dann geht sie wieder hoch und erst wenn sie bei 180 ist, dann zählt sie diese 120 Sekunden runter. Und wenn der Countdown dann runtergezählt hat, also bei 0 ist, piepst sie auch wieder, dann kann ich die beiden Tassen rausnehmen und die kurz kühl stellen. Ich werde für mich noch kurz ein paar weitere Tassen pressen, zeige euch aber dann auch gleich, also ich lasse die nur kurz ein bisschen abkühlen und dann ziehe ich das Papier eigentlich schon ab. Und wenn ihr nur eine Tasse presst, dann guckt einfach auf jeden Fall, dass ihr dann auch fürs Abkühlen wieder eine Opfertasse reinmacht. Wie gesagt, also ich habe natürlich Handschuhe an, die mit der Hitze klarkommen, weil die wird schon warm. Ich muss auch sagen, die kühlen auch schneller ab als die Porzellantassen. Das Wort habe ich gesucht. Und wenn ihr es so macht, dass ihr das löst oder das Design oder das Papier runternehmt, während die noch heiß ist, dann müsst ihr wirklich drauf gucken, dass das Papier dann nicht nochmal runterfällt. Das heißt, ich halte das hier kurz ein bisschen fest und dann ziehe ich das hier einmal ab, damit das wirklich nicht mehr runterfällt. Haben wir die erste Seite schon. Selber machen wir noch auf der zweiten Seite. Und so seht ihr, dass das wunderbar funktioniert hat. Sogar eben hier unten an der Kante. Ich zeige es auch nachher noch näher. Ich muss sie zuerst kurz abkühlen lassen. Und dann zeige ich euch die plus auch die anderen Tassen noch. Ich habe die Tassen für einen Teamworkshop gemacht. Und deshalb habe ich hier 16 Tassen plus 4 Porzellantassen. Weil ich dachte, naja, für die reisen, mit dem Flieger ankommen und so, da passt es eben immer halt eigentlich besser, weil das geht dann auch nicht kaputt. Und für die aus der Schweiz dachte ich, können wir gut Porzellantassen nehmen. Ich zeige euch jetzt mal alle Designs und danach zeige ich euch auch noch, was ihr machen könnt, um Fehler zu korrigieren. Und da ich euch kenne, wollt ihr sicher auch wissen, kann man die Tasse auch mit der Cricut-Tassenpresse machen. Deshalb versuchen wir das auch noch. Aber zuerst wollte ich euch hier die Designs zeigen. Das heißt hier süßer Igel. Dann hier ein Truthahn. Dann hier der kleine Fuchs. Ein Panda. Und ich finde die Gesichtsausdrücke finde ich so dermaßen süß. Hier ein Kater. Die finde ich auch mega cool. Die schwarze Katze. Das ist eine meiner Lieblinge, der Löwe. Ein weiterer Liebling, der Bulle. Es kommen lauter Lieblinge. Den finde ich auch Hammer. Das ist der Esel. Dann haben wir hier eine der Enten, von denen hat es 2 drin. Dann hier ein, ich würde sagen, Gepard. Dann ein Hasen. Der kleine Bulle. Dann haben wir hier einen Bären.
Dann hier oben noch die letzte kleine Tasse, noch ein Esel. Und dann bei den großen habe ich die Designs natürlich auch ein bisschen größer gemacht. Hier die Giraffe. Jetzt hier so eine Ziege, der auch leicht genervt aussieht. Der Bulle, der zweite. Und noch die zweite Ente. Und auf der Rückseite habe ich verschiedene Sprüche gemacht. Mal gucken, also die wiederholen sich, da hatte ich nicht ganze 19 Stück. Ich gucke kurz, dass ich euch von jedem eins zeigen kann. So, ich habe sie. Der erste: I'm so lucky people can't hear what I'm thinking. Ich bin so froh, dass die Leute nicht hören können, was ich denke. Das ist einer der Sprüche. Out of service, talk to someone else. Außer Betrieb, rede mit jemand anderem. Einer meiner Lieblinge. I don't have enough coffee or middle fingers for today. Ich habe nicht genug Kaffee oder Mittelfinger für heute. Auch leicht sarkastisch. Let me drop everything and work on your issues. Na, lass mich alles liegen lassen und mich um dein Problem kümmern. Ihr merkt, ich liebe sarkastische Sprüche. Dann der hier ist auch ganz cool. Some days the best thing about my job is that the chair spins. Na, an manchen Tagen ist das Beste an meinem Job, dass sich der Stuhl dreht. Dann auch sehr sarkastisch. In order to insult me, I must value your opinion. Damit du mich beleidigen kannst, dann müsste ich deine Meinung wertschätzen. Dann hier, my favorite coworker is the coffee machine. Na, mein liebster Mitarbeiter oder Arbeitskollege ist die Kaffeemaschine. Dann hier, you don't have to be crazy to work here, we'll train you. Du brauchst nicht verrückt zu sein, um hier zu arbeiten, wir werden dir das beibringen. Der ist auch ganz cool. I don't know, I just work here. Na, ich weiß es nicht, ich arbeite bloß hier. Da habe ich noch ein bisschen Kleber drauf. So, auch entfernt. Und der letzte: I survived another meeting that should have been an email. Ich habe ein weiteres Meeting überlebt, das eigentlich in einer E-Mail abgehakt gewesen wäre. Ne? Also das sind die Tassen, die jetzt alle verpackt werden und dann mit an den Workshop kommen. Und ich freue mich dermaßen drauf, die zu verteilen, weil das Team, mit dem ich da arbeite, ist echt der absolute Hammer. Und eben, ich freue mich wirklich riesig. Genau. Das waren die Tassen. Und dann hatten wir ja das Thema, was mache ich, wenn mir eine Tasse misslingt. Entweder sie ist nicht gut gepresst oder ich habe vergessen zu spiegeln oder ich habe Seiten verkehrt aufgeklebt. Alles Dinge, die passieren können. Und bei mir war es noch was anderes, nämlich ganz einfach, dass so, als ich das designt habe, dachte ich eigentlich, das sieht ganz cool aus. Aber damit das hier quasi weiß, also dass man den 3D-Effekt hat, war das eine andere Farbe als weiß und sieht einfach nicht cool aus. Also ich habe es noch versucht abzufedern und das so ein bisschen auslaufen zu lassen, aber es sieht einfach nicht gut aus. Es hat nicht den Effekt, den es auf dem Bildchen gehabt hat. Genau, und jetzt, was machen wir damit? Schmeißen wir das weg? Nee, natürlich nicht. Was ich mir jetzt angucke, sind so ein paar verschiedene Dinge. Was ist so, also die Größe weiß ich ja, das sind 7,2 und ich sehe, also ich bin extra nicht ganz hoch und ganz runter gegangen. Von dem her werde ich das Design, mit dem ich das überdecken werde, in der Höhe gucken, dass das 7,2 ist. Hier wird es ein bisschen grau sein, aber also ich kann es vorne wegnehmen. Ich werde das mit Schwarz quasi überdecken
Und ja, ganz einfach aus dem Grund, ich habe schon diverse Sachen gesehen, wo Leute irgendwie mit Essig das versucht haben abzurubbeln und dann die ganze Beschichtung aufgelöst haben. Dann kann man es auch nicht mehr sublimieren. Oder dass sie das wieder in den Sublimationsbackofen gemacht haben, damit die Farbe ein bisschen weniger wird, aber damit dunkel drüber sind. Ich habe keinen Sublimationsbackofen, von dem her ist meine Idee, dass ich ein Design habe, was da, wo ich schon sublimiert habe, dass es da schwarz ist und ich hier den weißen Bereich, den ich noch habe, verwende, um dann Design drauf zu machen. Dann ist die Tasse quasi, hat das Design nicht vorne und hinten, sondern einfach hier vorne. Da könnt ihr natürlich sehr kreativ werden damit, aber wir gucken erstmal, wie gut es funktioniert, weil wir müssen mit Schwarz drüber, weil das hier schwarz und Sublimationsfarbe ist transluzent. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit Blau drüber gehen würde, dann würde durch das Blau das Schwarz hervorgucken. Also ja, wir müssen, wenn wir Schwarz überdecken wollen, müssen wir schwarz drüber. Genau, ja, gucke ich mir an von einem Ende zum anderen, von dem, was ich schon gedruckt habe, sind es rund 18,5 cm. Oder sagen wir es mal so. Sehe hier habe ich schon noch Farbe. Das heißt 2 cm vom Rand. Wenn ich dann ringsherum gehe, bin ich von Henkel bis zu Henkel bin ich bei 23,5. Dann nehme ich hier auch nochmal, Moment, 23,5 ist das ringsherum. Und bis das Design anfängt auf der Seite sind es 2 cm, das heißt -2, -2. Dann sind wir bei 19,5, wenn ich richtig gezählt habe. Genau. Das heißt, mein Design müsste mindestens 19,5 sein. Und ich werde das tatsächlich auf Moment. Weil die Manschette, das geht ja nicht ringsherum, aber die Manschette geht eigentlich relativ eng zu. Das heißt, ich gehe hier sogar auf 22,5. Und wenn ich mir dann die Mitte angucke, da habe ich einen Platz von rund 3,5 auf eine Seite und bei der anderen noch 3,5. Das heißt 3,5 plus 3,5. Das heißt, hier in der Mitte sind 7 cm, wo ich ein Design machen kann und ich im weißen Bereich drinne bin. Und genau die Zahlen nehme ich jetzt und gucke mir mein Design an. Ich habe bei Creative Fabrica so ein Bild von einem kleinen Bären gefunden mit einem Rosenstrauß in der Hand. Den fand ich echt super, super süß. Und dann habe ich hier ganz einfach noch eine Schrift eingefügt. Das ist Brittany. Und da dachte ich, das passt eigentlich dazu, You Brighten My Day. Also du erhellst meinen Tag. Und dann habe ich ringsherum, da gab es hier bei den Formen, gibt es solche wie angerissene Seiten und die habe ich dann weiß gemacht und ringsherum um das Design gemacht, damit das hier alles so ein bisschen abgerissen aussieht, weil ich dachte, es sieht doof aus, wenn ich harte schwarze Kanten jetzt auf der Tasse habe und so lockert es das Ganze so ein bisschen auf. Jetzt muss ich aber zuerst gucken, wie groß das hier sein muss. Also von der Höhe her habe ich schon geguckt, aber wir geben jetzt hier mal einen Rahmen rein, der da sein wird. Von der Höhe habe ich gesagt 7 cm. Hebe hier das Schlösschen auf. 7 von der Höhe und von der Breite hatte ich gesagt, machen wir 22,5. So, dann haben wir hier diesen Rahmen.
sehe ich nämlich hier schon, dass ich das Ganze, also dass das bei mir ein bisschen zu klein ist. Das muss jetzt in den Hintergrund. So, kann ich hier den Teddy reingeben. Jetzt muss ich den zuerst ein bisschen kleiner machen. Damit er von der Höhe passt. Und ich habe das dann so gemacht, dass ich hier einfach ein schwarzes Rechteck eingefügt habe. Aber eigentlich kann ich auch gleich, ne, wenn ich das hier jetzt mittig platziere, dann kann ich hier die Farbe ändern. Und das Coole an Canva ist auch, dass er basierend auf dem Foto gibt er euch Farben vor. Jetzt kann ich das Schwarze nehmen und dann sehen wir, dass wir das wie ohne Übergang haben. Dann kann ich hier meinen Spruch noch drauf nehmen und das war unten, wo ich ein kleines bisschen von diesem Rand wegnehme. Und dann habe ich hier auf der Seite eins noch. Irgendwo sollte noch ein zweites sein hier. Kann ich die Seite so ein bisschen anreißen. Und jetzt sollte irgendwo noch eins sein. Hier oben. Genau. Das ist dann für die obere Kante. So in dem Stil. Das sollte mir jetzt eigentlich alles überdecken. Und wenn ich mir das angucke, der liegt auf jeden Fall innerhalb dieser 7 cm. Sogar ein bisschen kleiner. Ah, das sollte gehen. Das sollte auf jeden Fall gehen. Gut. Und da ich ja jetzt nicht die Seite quasi verschwenden will, nehme ich noch kurz die 2 Designs, die ich habe, um das euch mit der Cricut Mug Press zu zeigen. Könnten sogar noch ein bisschen mehr machen, falls ich das noch für was anderes verwenden will. Ich versuche immer, wenn ich etwas ausdrucke, eine Seite zu füllen. Und dann kann ich bei einer anderen Gelegenheit dann die Designs nochmal verwenden. Wie gesagt, hier mache ich jetzt ganz einfach Speichern. Und dann gehe ich rüber auf den PC und gehe hier kurz eben auf Download, sage PDF-Druck und natürlich sage ich hier nicht alle Seiten, sondern nur meine aktuelle Seite. Genau, das mache ich kurz und dann bin ich wieder bei euch zurück. So, dann habe ich hier den Ausdruck. Stellen wir kurz den oberen Teil weg. Ich versuche so nah wie möglich ans Design ranzugehen. Geht dann ein bisschen einfacher, um das auf die Tasse aufzubringen. Dasselbe auch auf der anderen Seite. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I versuche da möglichst nicht mit den Fingern drauf zu gehen. So. Und dann nehmen wir eben unsere Tasse. Ich kann es kurz so ein bisschen kontrollieren. Ja, das wird ziemlich sicher funktionieren. Und wenn nicht, wisst ihr, wie man es nicht macht, ne? So, jetzt müssen wir das natürlich auch mit hitzeresistentem Klebeband drauf machen. Ich nehme jetzt hier nur ein anderes, weil ja, so viele Tassen geklebt habe, dass das von Cricut leer ist. So. Jetzt wische ich den trotzdem nochmal ab, weil da bin ich durchaus mit den Fingern ein paar Mal drauf. Und dann können wir das hier
Bei den ganzen ist es relativ einfach, da kann ich ganz einfach das ringsherum wickeln und gucken, dass hier der Abstand gleich groß ist. Und dann gehe ich oben, soweit ich kann, an den Rand hoch. Dann klebe ich das hier schon mal fest. Hier oben war es sinnbefreit, weil da klebt auch nichts. Aber den Rest können wir hier schon mal kleben. Und dann mache ich an die andere Seite auch schon Klebeband drauf. Und jetzt genau gleich wie bei den anderen, das Design sollte wirklich schön straff hier auf der Tasse drauf liegen. Das ist der Fehler, der bei vielen passiert, wo sie dann sich fragen, warum sie keinen schönen Druck bekommen. Und hier unten klebe ich es natürlich jetzt auch fest, weil ich versuchen möchte, einen möglichst schönen Rand hier unten auch zu bekommen. Pictures of us floating back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. So, ich würde sagen, ich habe das ziemlich gut festgeklebt. Dann logischerweise noch Backtrennpapier ringsherum und dann werde ich die pressen und euch dann einfach das Resultat zeigen. Und ich presse die tatsächlich genauso, wie man eine Tasse beim ersten Mal pressen würde. Das heißt, ich nehme genau die gleichen Parameter, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Und natürlich arbeite ich auch hier wieder mit der Kontertasse. Und wenn ich das gepresst habe, bin ich wieder zurück bei euch. So, die Tasse ist gepresst und ich bin so dermaßen gespannt, ob sowas wirklich funktioniert. Ich habe ein paar Stellen. Hier oben zum Beispiel hatte ich zu wenig Druck drauf, im Allgemeinen eher im oberen Bereich und hier unten. Das heißt, man hätte das Design noch ein bisschen kleiner machen können. Auch auf der Seite hier. Aber ist der nicht super süß? Hier. You brighten my day. Der ist wirklich super süß geworden. Also so gefällt mir die Tasse, trotz diesen kleinen Fehlstellen, ist völlig okay. Ist ein bisschen Vintage, weil ich habe ja deshalb auch diese ausgerissenen Ränder gemacht, damit es nicht so schlimm ist, wenn das da irgendwo nicht ganz sauber sublimiert. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennt. Wenn man weiß, dass da was drunter war, dann sieht man es, das Schwarz hier. Aber ich finde, man muss das schon wissen, dass man da genau hinguckt. Und auf der anderen Seite sieht man echt gar nichts. Das heißt, wenn ihr schwarz auf etwas geht, wo vorher schon komplett schwarz quasi das gepresst wurde, kann es sein, dass man es ein bisschen sieht oder man es erkennen kann, wenn man es eben weiß. Aber ich finde, die Tasse wurde definitiv gerettet. So, das war das. Das heißt, ihr könnt mit etwas dunklerem über das drüber gehen. Man hätte ja zum Beispiel auch komplett schwarz machen können und zum Beispiel hier dieses S... happens irgendwie so länglich drüber machen. Je nachdem, wie viel Platz ihr habt, könnt ihr da wirklich kreativ sein und gucken, wie ihr das quasi überdecken könnt, was ihr schon sublimiert habt. Und dann habt ihr eine neue Tasse und die Tasse ist eben mit dem, was euch nicht gefallen hat, nicht verloren. So, und jetzt gucken wir uns dann noch das Ganze mit der Cricut Tassenpresse an.
Also, ich habe die Tasse schon vorbereitet, Hitzepresse ist auch schon warm und ich habe sie für die Sachen, die ich selber ausdrucke. Also in Fusible Ink nutze ich immer die Einstellung, also auf dem zweiten Punkt, und bei solchen Sachen, die ich selber gedruckt habe, nutze ich immer den ersten Punkt, und auch die hier, das ist zwar eine mit einem blauen Rand, aber auch die ist gewölbt. Das heißt, ich kann die nur bis zu einem bestimmten Grad in die Maschine reinmachen. Das müsst ihr natürlich hier dann berücksichtigen. Aber von der Breite her ist sie gleich breit wie die Cricut-Tassen. Das heißt, ich lege die jetzt einfach so rein. Die wird jetzt oben quasi auf dem Schaumgummi aufliegen. Die geht nicht runter. Und dann müssen wir gucken beim Schließen, dass wir den Henkel nicht einschließen. So. Und das Design möglichst mittig abgedeckt haben. Und so lasse ich die jetzt einfach backen quasi und hole ich wieder dazu, wenn ich sie rausnehmen kann. Das war jetzt ein bisschen speziell. Meine Cricut Tassenpresse hat bei der Tasse, als ich das Ganze geschlossen habe, gar nicht erst angefangen zu zählen, diese Punkte oben. Ich habe sie nach 6 Minuten rausgenommen, weil in der Regel ist es so, backt die für 6 Minuten. Und ich habe eine andere Tasse reingemacht, da hat es funktioniert. Von dem her hoffe ich jetzt, das Resultat wird gut, weil ich musste wirklich einfach quasi das manuell mir angucken von der Zeit her. Von dem her nehmen wir das mal runter und hoffen darauf, dass es gut geworden ist. Nee. Ich mache jetzt was man eigentlich nicht machen sollte. Weil ich hatte das so dermaßen straff gezogen. Ich hoffe mal, das könnte funktionieren. Dass ich das einfach nochmal reingebe. Sollte man eigentlich nicht machen, aber ja. Ich mache es jetzt trotzdem. So, ich habe bei diesem kleinen Experiment gerade ein paar Sachen gelernt. Das erste, also mit der Cricut Tassenpresse funktioniert das deshalb nicht. Also deshalb, ich weiß es nicht, was der Grund ist. Aber wenn ich die Tasse einspanne, dann liegt hier so ab sie oben auf dem Rand auf. Ich versuche es jetzt kurz ein bisschen von der Seite zu zeigen. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Die schließt hier nicht am Rand an, weil die Tasse hier auf der Seite an den Rand anstößt. Und ich weiß nicht, ob das die Auswirkung ist, dass der gar nicht erst, also er geht auf die 1 und dann schaltet er wieder alles aus. Also die ganzen Leuchten gehen weg, als ob keine Tasse drin wäre. Ich weiß nicht, ob das Thema ist, weil die Klappe geht hier ganz runter. Also die hakt hier auch ein. Aber die steht natürlich unten nicht auf der Plattform auf. Ich weiß jetzt nicht, was es auslöst. Ob es das ist, dass sie unten nicht aufliegt oder dass hier quasi das nicht ganz verschlossen ist, weil die Tasse hier am Rand ansteht. Also wenn ihr mich fragt, ob man diese Email-Tassen mit der Cricut Tassenpresse pressen kann, würde ich definitiv sagen, nein. Das zweite, was ich gelernt habe, ist, dass, also das wusste ich schon, aber ich hatte ja mit dem Handschuh quasi kurz das gehoben, um zu gucken, ob schon gebacken, also fertig sublimiert ist oder nicht. Habe es dann wieder drauf gemacht und dadurch waren so kleine Fasern vom Handschuh auf dem Kleber drauf und die sind jetzt wunderbar als kleines Andenken auch in der Tasse drin. Also die liegen nicht auf, sondern die sind jetzt eingebacken quasi. Die Tasse war eher für mich als Experiment gedacht, von dem her, ich konnte sie noch einigermaßen retten. Oben ist sie jetzt nicht, also es ist heller, aber ich habe sie einfach jetzt mit der anderen Tassenpresse noch gepresst und diesmal nicht die vollen 150 Sekunden, sondern ich habe sie bei 130 Sekunden und dann rausgenommen, einfach damit es hier unten dann nicht überbackt. Von dem her ist es hier oben halt so ein bisschen ausgelaufen, aber ist okay, ist für mich. Ein weiteres Problem, was ich festgestellt hatte, oder ein Fehler, der mir passiert ist, sagen wir es mal so, war bei dem, ich hatte ja die nochmal nachgepresst mit der Presse und da hatte ich nicht geachtet, dass sich hier der Schlauch, dieser Schrumpfschlauch, gelöst hat und hat mir hier, mal gucken, ob ihr das seht,
Ja, hier hat es mir den Rand so ein bisschen angesenkt. Und das war eben genau diese Stelle, wo es dann hier auf der Hitze auch lag. Da wirklich darauf achten, dass dieser Schlumpf drüber liegt. Der sollte so sein. Und wenn ihr ganz sicher gehen wollt, macht es am besten so, dass ihr, wenn ihr solche Tassen presst, dass ihr die auf der anderen Seite reingebt. Das heißt hier von der Seite die Tasse schön an den Anschlag und dann auf der Seite die Kontertasse, dass ihr das so macht. Ne? Wenn ihr, also mit den Metalltassen hatte ich gar nicht das Problem, weil Metall, ja, hat einfach nichts ausgemacht, deshalb habe ich es auch nicht gemerkt. Ich würde, wenn ich mehrere Tassen mache, ich würde behaupten, dass die Messung von der Hitze hier in dem Bereich irgendwo ist, also eher auf der rechten Seite. Das heißt, wenn ihr mehrere Tassen presst, dass ihr eher die Tasse, die ihr, also die Kontertasse, dass ihr die hier drüben reingebt und, also jetzt nicht die mit dem Rand, aber die mit dem Metallrand, dass ihr die von der Seite hier reingebt und die Kontertasse hier, weil dann misst ihr auch immer die Temperatur von der neuen Tasse, die drin ist und nicht von der Kontertasse, die ihr jetzt bei 2-3 Mal pressen schon eine Hitze hat. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Genau, das war das, was ich euch mit der Presse noch sagen wollte. So, und ich denke, das Video ist jetzt wirklich genug vollgepackt mit Tipps und Tricks für diese Emaille-Tassen zu sublimieren, dass ihr eben wirklich gute Ergebnisse bekommt. Na, hier bei denen. Und wie ihr es eben machen könnt, wenn ihr mehrere davon machen wollt, wie ihr das Ganze platzieren könnt und so weiter und so fort, dass ihr, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist, die trotzdem nicht wegschmeißt, sondern versucht mit einem dunklen Design das noch zu retten, damit man die trotzdem weiterhin verwenden kann. Und dann eben der Test, funktioniert das mit der Cricut-Tassenpresse. Und eben ich habe die mit dem Emaille-Rand plus die mit dem Metallrand beide ausprobiert. Es hat wirklich nicht funktioniert. Genau, und eben auch der Tipp vom verbrannten Rand bei denen, die einen Emaille-Rand haben, dass ihr darauf achtet, die von der anderen Seite reinzumachen und eben, dass ihr eure Tassen immer schön reinigt und entfusselt, weil sich die Fussel eben in die Tasse reinbrennen, wenn ihr die drauf lasst. Genau. Das war das, was ich heute mit euch teilen wollte. Ich hoffe, das war hilfreich für euch, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! We were higher than the ceiling, middle fingers to the sky.